In diesem Video zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten EasyMap für das Reporting bietet. Reports ermöglichen eine Serie von Karten und Daten automatisch zu generieren und diese dann nacheinander anzusehen oder als unterschiedliche Dateien zu exportieren. Um einen Report Ihrer Karte hinzuzufügen, ziehen Sie aus dem Steuerungsfenster Objekte den Report per Drag and Drop auf das Blatt. Hier stehen Ihnen zunächst 3 verschiedene Report-Typen zur Auswahl. Im Folgenden werde ich Ihnen die Prinzipien dieser Report-Typen erläutern, sowie den dafür jeweils benötigten Tabellenaufbau. Der Gebietsreport erzeugt für ausgewählte Gebiete je eine Karte als Inseldarstellung. Dieser wird häufig verwendet, um Karten für die Gebiete jedes einzelnen Außendienstmitarbeiters zu erstellen. Natürlich können Sie Gebietsreports auch für sämtliche andere Kartengrundlagen erzeugen, wie zum Beispiel für Bundesländer oder Postleitregionen. Voraussetzung ist, dass sich die passende Kartengrundlage bereits auf dem Blatt befindet. Details zum Anlegen des Gebietsreports erfahren Sie im Video Gebietsreport mit Daten. Der Filterreport erzeugt unterschiedliche Kartenansichten durch wechselnde Filter auf einer Datenspalte. Auf dem Blatt sehen wir die Symbole der A-, B- und C-Kunden sowie ein Einzeldiagramm für die Verteilung der Branchen. Nun möchten wir je eine Karte für A-, B- und C-Kunden erzeugen. Wichtig dabei ist, dass alle Analysen und Diagramme auf derselben Tabelle beruhen. Aus dieser Tabelle verwenden wir die Spalte Klassifizierung für die Filterdefinition des Reports. Der Spaltenreport wird verwendet, um den dargestellten Analysen wechselnde Datenspalten zugrunde zu legen. Auf der Karte sehen Sie eine Flächenfärbung für die prozentuale Verteilung eines bestimmten Konsumententyps. Nun möchten wir jeweils eine Karte für alle 10 Konsumententypen erstellen, die in unserer Tabelle mit je einer Spalte hinterlegt sind. Beim Anlegen eines Spaltenreports wird eine neue Spalte in Ihrer Tabelle erzeugt, welche nacheinander mit den ausgewählten Spalten belegt wird. Achten Sie also darauf, dass Sie beim Anlegen einer Analyse die neue Report-Spalte auswählen oder bereits existierende Analysen auf diese Spalte umstellen. Befinden sich mindestens 2 Reports auf dem Blatt, steht Ihnen beim Einfügen eines Reports eine 4. Option, der geschachtelte Report, zur Verfügung. Hierbei können Sie die Reports beliebig kombinieren, um beispielsweise für die einzelnen Vertriebsgebiete Kundenanalysen pro Branche zu erzeugen. Um Reports zu exportieren, klicken Sie im Steuerungsfenster Inhalt mit rechts auf die Ebene des Reports und auf Report Produzieren. Hier haben Sie die Auswahl, das Blatt bzw. die mit dem Report verknüpften Daten zu exportieren. Probieren Sie die unterschiedlichen Report-Varianten in unserer Beispielkartenmappe Reporting aus, indem Sie im Steuerungsfenster Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Ebene des Reports klicken und den Menüpunkt Report-Vorschau anzeigen auswählen.